Heute gibt es wieder ein Haul-Video von mir. Das letzte war ja hoffentlich, glaube ich, schon ein paar Videos her. Und zwar ist das nämlich ein riesiger Collective Haul, in dem sich ganz viele Einkäufe fashionmäßig und ein paar Lifestyle-Sachen angesammelt haben. Vor einer Woche, war das vor einer Woche? Vor einer Woche war ich nämlich noch in Lissabon und da habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen gekauft. Und ja, damit das Ganze jetzt nicht so lang wird, fange ich gleich mal mit dem ersten Teil an. Und ich fange mal mit dem ältesten Teil an und das hatte ich auch schon in einem Video an. Und zwar ist das dieser Pullover von COS und ich nenne ihn gerne Bonbon-Pullover, weil der so schöne Pastellfarben eingearbeitet hat. Und ja, das ist einfach so ein Strickpullover, der so ein bisschen cropped ist und die Ärmel sind auch ein bisschen kürzer, deswegen habe ich ihn auch in M gekauft, damit er einfach nicht so eingelaufen aussieht, sage ich mal. Den habe ich im Sale gekauft und ich glaube, online habe ich den leider nicht mehr gesehen, aber vielleicht hat man noch im Laden Glück, müsst ihr mal gucken. Und ich blende euch mal ein Foto davon ein, wie ich den Pullover trage. Dann seht ihr das mal, wie das halt getragen aussieht. Und das ist das erste Teil. Und als nächstes habe ich mir einen Teil im Online-Shop von Zara bestellt, als der Sale dort begonnen hat. Und zwar sind das diese Shorts. Das sind jetzt keine Bermuda-Shorts, aber die sind schon relativ lang, beziehungsweise nicht zu kurz und nicht zu lang, finde ich. Und die sind high-waisted, das war mir ganz wichtig. Und haben hier so Taschen und hier so eine Bügelfalte, die so eingenäht ist. Und das finde ich ultra cool, das kann man halt super schick kombinieren und trotzdem irgendwie lässig aussehen, finde ich. Oder halt, ja, ganz normalen Style irgendwie zur Alltagskleidung. Als nächstes war ich im KaDeWe shoppen und ich mag es ganz gerne im Sommer- oder Winter-Sale im KaDeWe oder in Galerie Lafayette zu shoppen, weil da dann diese ganzen Contemporary-Marken viele gute Reduzierungen haben und dann ist es einfach viel bezahlbarer. Also schon immer noch ein bisschen gehobenere Preise, aber ist es okay, wenn man sich da mal einen Teil davon holt. Und zwar habe ich bei The Couples zugeschlagen und zwar gab es da dieses Hemd hier, ich glaube die nennen sich Boyfriend irgendwas Hemden, ich weiß nicht genau, hier jedenfalls ist es so ein gestreiftes Hemd, relativ fester Stoff und hat hier so einen Poke-Kragen, glaube ich, nennt man das, also ein ziemlich fester Kragen und das hat 60 Euro gekostet, runtergesetzt von 120 Euro, fand ich sehr gut. Das kann man wie die Hose von eben eher schick und klassisch anziehen, auch so ganz hochgeknöpft zum Beispiel und dann in die Hose gesteckt oder einfach ganz lässig aus der Hose raus, ein bisschen aufgeknöpft vielleicht und ja, es sieht einfach, so ein gestreiftes Hemd ist einfach immer gut. So, das nächste Teil habe ich schon so halb in meinem Summer Essentials Video angekündigt, da habe ich nämlich euch meine Birkenstock-Sandalen gezeigt oder eher Pantoletten, die mit einem Riemchen und da habe ich schon gemeint, dass ich die mit den zwei Riemchen eigentlich doch ganz cool finde und die eventuell mal kaufen möchte und das habe ich jetzt getan. Und irgendwie ist es mittlerweile ziemlich schwierig geworden, das Wunschmodell in der Wunschgröße zu bekommen wegen dem ganzen Hype, weil eigentlich wollte ich das Montivi oder wie auch immer Modell, was halt komplett schwarz ist, aber das findet man einfach nirgendwo im Laden und auch nicht im Internet, jedenfalls habe ich es nicht gefunden. Und ich will jetzt auch nicht das Doppelte nochmal dafür bezahlen, weil die ja schon so teuer sind. Also habe ich mir die ganz klassischen Arizona-Sandalen geholt und die musste ich sogar bei eBay Kleinanzeigen holen, weil es die auch irgendwie nicht in 36 gab. Naja, das sind sie jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Die Sandalen, die manche hassen oder lieben, ich finde sie super. Also gerade dieses robuste und klobige, gepaart mit halt eher schickeren Sachen, eleganten Sachen, das ist halt einfach so wirklich so super entspannt und so ein cooler Stilbruch, das macht es wirklich irgendwie, das finde ich einfach so faszinierend an den ganzen Birkenstocks. Und ja, deswegen habe ich mir die geholt. Die letzten drei Sachen, also die Birkenstocks, die Shorts und das gestreifte Hemd von The Couples, passt eigentlich super gut zu einer Collage, die ich mal für den Blog gemacht habe. Ich blende das mal ein, weil das war so eine Sundays Cravings Collage, also Sachen, die gerade auf meiner Wunschliste sind sozusagen. Und wie ihr seht, habe ich mir die Sachen erfüllt oder größtenteils erfüllt und jetzt kann ich wirklich dieses Outfit tragen. Also mal sehen, wie das dann wirklich angezogen aussieht. Ich habe es noch nicht probiert, aber bestimmt wird es cool aussehen. Das nächste Teil habe ich bei den Other Stories gekauft und zwar ist das dieses Oberteil hier. Ich hoffe, dass die Kamera macht jetzt wieder keine Faxen, weil es schwarz ist. Ist jedenfalls ein super süßes schwarzes Oberteil mit so ganz vielen, es ist nicht spitze, aber wie sagt man, hier so löchrige, dafür gibt es bestimmt einen Begriff, aber ich weiß gerade nicht. Hier diese Applikationen. Überall hier vorne drauf und dann ist es hier an der Hüfte ein bisschen gerafft und das macht einfach eine super süße Figur, betont nochmal einfach so diese Sanduhrenform und ja,
Als nächstes habe ich wieder einen Teil von COS und das habe ich eigentlich schon mal im Laden gesehen. Also ich habe es mal so rangehalten und dachte so, nee, ist nicht viel zu lang, wie das voll oft bei COS ist, ne? Und ich bin halt eine kleine Person. Aber dann habe ich dieses Teil, ich werde es euch gleich zeigen, bei einem Mädchen gesehen in der U-Bahn und die war nicht viel größer als ich, also relativ gleich groß und hatte eben dieses Kleid an. Und das sah an ihr eigentlich total gut aus von der Länge her und so. Und dann dachte ich so, oh, ich probiere es mal doch, bestelle es mal online. Und das ist es hier. Das ist so, es ist jetzt blöd in der Kamera zu zeigen, aber es ist so ein ganz langes, nudefarbenes Kleid, was dann unten so halbtransparente Streifen hat. Kann man das hoffentlich sehen? Ja, es ist halt wie gesagt relativ lang. Also ich glaube, bei mir geht es so bis zur Wade ungefähr. Also relativ lang, aber irgendwie ja total süß. Also ich finde auch die Farbe super und eben diese halbtransparenten Streifen sind total cool. Also ich finde, es geht von der Länge. Ich habe es zwar noch nicht draußen angehabt, aber ich hoffe, dass es bei mir genauso cool aussehen wird wie bei den Mädchen, an denen ich es gesehen habe. Und ja, das war im Sale. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Farbe immer noch da ist, weil da wurde mir schon angezeigt, oh, nur noch ein paar Stücke sind davon übrig. Das gibt es aber auf jeden Fall nochmal in schwarz oder dunkelblau. Jedenfalls so ein dunkleres, eine dunklere Variante noch. Verlinke ich euch dann auch auf jeden Fall in die Infobox. Und vielleicht kann es ja der ein oder andere nochmal besorgen von euch. So, das waren hoffentlich alle Sachen, die ich vor Lissabon gekauft habe. Jetzt kommen meine Sachen, die ich in Lissabon gekauft habe. Und da war ich natürlich im Zara und war auch im Sale mal durchstöbern und habe mir ein Oberteil gekauft. Das habe ich in der Umkleidekabine angehabt und sofort gedacht, wow, das sieht richtig schön aus. Kaufe ich auf jeden Fall. Und zwar ist das diese Bluse. Die sieht sehr transparent aus, also so halbtransparent. Sah aber angezogen völlig okay aus. Also man muss nicht extra ein Unterteil dazu anziehen, weil die ganzen Blumen davon total abgelenkt haben. Und ja, das ist super süß. Also zum einen mal das Muster ist total schön und zum anderen hat es hier an den Schultern so süße Details und dann hat es lange Ärmel und hinten hat es so ein, wie sagt man, so eine Babydoll-artige Raffung am Rücken und das sieht angezogen einfach super schön aus. Und meine Haare waren so ähnlich gestylt an dem Tag und dann hatte ich so kurze Ledershorts an und das sah einfach super perfekt aus irgendwie und das hat auch nur 15,99 € oder so gekostet. Allerdings wollte ich fast schon 2 kaufen, falls damit mal irgendwas passiert, so Loch oder irgendwas. Aber ja, das ist so voll mein Lieblingsteil jetzt schon. Das nächste, das war nicht so Liebe auf den ersten Blick wie das hier, aber fand ich auch cool und zwar dieses Oberteil. Das ist so schwarz-weiß gemustert, relativ fest, also sehr strukturiert sozusagen, langärmlich, so ein bisschen A-förmig geschnitten mit Reißverschluss hinten. Und das fand ich halt irgendwie cool, weil es so ein bisschen formal wirkt, also elegant, aber trotzdem noch so leicht cool irgendwie. Und ich finde, das sieht dann zu kurzen Sachen gut aus, aber auch zu langen Sachen, also kann ich es dann in milden Sommertagen und aber auch im Winter und Herbst anziehen. Ja, ist einfach so, ist halt mein Geschmack irgendwie. Dann war ich da in Oysho und habe mir mal wieder ein Pyjama geholt, aber diesmal nur eine Hose und zwar diese hier. Und ist sie nicht super, super süß, also die ist so kurz, wie man sieht und hat halt ein cooles Muster, also so ganz fein gestreift und dann hat es hier so Heißluftballons, ganz altmodische Propellerflugzeuge und so ein paar Vögel. So voll verträumt und schön und auch hier mit dieser Borte. Heute kann ich nichts benennen irgendwie, na jedenfalls hier so ein Band. Achso, bevor ich vergesse, wir waren ja in Lissabon hauptsächlich für ein Festival und zwar das Optimus Alive Festival und da habe ich natürlich so ein T-Shirt gekauft, wo dann hinten das super, super gute Line-Up steht. Also ich kann euch mal ein paar Bands nennen, die da waren. Arctic Monkeys, The Black Keys, Imagine Dragons und wer war noch? Hier Subtrack und Chet Faker und Nicholas Jar. Einfach ultra gute Bands und mal sehen, ob das Line-Up nächstes Jahr auch wieder so gut ist. Dann werden wir vielleicht auch wieder dahin reisen. Und ja, ein T-Shirt. Ich werde es wahrscheinlich hier so vielleicht aufschneiden und dann ist es eher so ein, was sagt man, ärmelfreies T-Shirt, was halt so, ne, so einen großen Ausschnitt macht. Ich glaube, das fände ich cooler als so ein einfaches normales T-Shirt. Gucke ich mal, probiere ich mal. Und dann habe ich euch ja im letzten Lissabon Haul Video ja von diesem Einrichtungsladen erzählt. Area hieß der. Und da habe ich letztens diese Gläser oder Becher gekauft und habe mich ja geärgert, dass ich den Krug dazu nicht gekauft habe. Und den habe ich mir jetzt diesmal gekauft. Und zwar sieht er nämlich so aus. Also wie ihr seht, perfekt passend, ultra groß und macht sich super gut für so selbstgemachten
Eistee oder Limonade, irgendwie so coole Sommergetränke oder Sangria fände ich also auch richtig cool. Ja, wie hat es gekostet? Ich glaube 7,90 € oder so. Nicht teuer und sieht einfach fancy aus. Super fancy. Und als letztes habe ich noch ein paar Essenssachen, die ich da gekauft habe, denn es ist einfach das Geilste in ausländischen Supermärkten rumzustöbern und zu gucken, was die so haben und einfach mal ein paar Sachen zu kaufen. Und zwar haben wir da zum einen Kirschmarmelade gekauft. Ja, Kirschmarmelade gibt es bei uns auch, aber die schmeckt halt irgendwie nochmal anders. Wahrscheinlich mehr Zucker drin, ist halt super süß, aber schmeckt einfach super gut und die Verpackung sieht ganz süß aus. Die nächste Marmelade nennt sich auch Marmelade und zwar ist das hier so eine Quittenmarmelade. Das ist auch ein ganz typisches portugiesisches Produkt und dazu passt super gut milder Käse, also zum Beispiel auch dann dazu noch hausgemachtes Brot und dann dazu diese Marmelade. Das schmeckt einfach ultra gut und unsere ganze Familie ist schon süchtig danach. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man da vor Ort ist und auch mal so eine Box mitnehmen, weil das schmeckt einfach super gut und wir haben auch nichts Vergleichbares gefunden, muss ich sagen. Ne? Und dann ist es mit dem ganzen Marmeladenspaß noch nicht vorbei, denn wir haben noch weitere mitgenommen und zwar ist das so Kürbismarmelade. Also hier ist nur Kürbis drin und hier ist Kürbis mit Mandeln drin und wie ihr seht, wie auch die Kirschmarmelade schon fast leer geratzt. Das schmeckt auch ultra gut als Vorspeise so zu Frischkäse mit Brot und dazu Walnüsse. Das ist einfach super cool. Auch nichts Vergleichbares gefunden, finde ich. Müsst ihr auch mal ausprobieren, unbedingt. Schmeckt super gut. Hat halt irgendwie sowas total Nussiges an sich. Und ja. So, das waren meine ganzen Einkäufe. Ich weiß, ein bisschen viel. Entweder habe ich super viel gelabert oder bin total durchgerusht. Aber ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!